auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. But it's suddenly came in there. It isn't Mr. Peanut again. Oh, They were 2 laps down. Then see Ja, hallo liebe Simracing und Motorsport-Fans und ein ganz herzliches Willkommen heute hier zurück zur Sunday Grand Prix Series. Nach diesem spektakulären Rennen letzte Woche sind wir heute in Silverstone zu Gast. Der nächste Heim Grand Prix für unsere UK Boys. Wir haben auch natürlich unseren Tommy heute wieder mit am Start und wir begrüßen einen neuen in unseren Reihen. Ein ganz herzliches Hallo an Thomas Willershausen, ein Musiker aus Schweden. Ich sag nur alter Schwede. Was ich mal sagen, wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. More practice on tracks, which I don't like. Yeah, you grow to like them. I've done it before. But you need a day with 40 hours. That's 2 minutes left. 2 minutes. Okay, That's I'm all car the number things you 4. want to do. Oh, John is here. Oh no. I'm back, fellas. We're live. Hello, Twit. You starting yours just before the race, are you? Yeah. You're no 19. In the 19. Number 23, Don Runkle Jr. Joshua Gamett's here. Skeletor is here. Was losing a tenth or two going down a straight. But we have Thomas Come on. Gott by John Stevens. That's really cool. Kleber is here. Oh, the split was quite high. Oh, Miguel Morland. Dangerous. That's so Chinmai. He was. I think he make a long break. Kleber's in the lobby. Right, back in 1 or 2 minutes. Right. Very special hello to Brazil. Hello. Yeah. Hello, Hi, hello. Brazil. How many are in the same split now? 23 or 24? The 23. So we are not all in the same split. Sure. No? We are. All in the same split, I think. Ben is here. Byron is here. You are here. Willershausen is here. Yeah, ich bin here. You're the only Scandinavian guy. Yep. Can't be good. Der Amerikaner hat Hundekuchen in der Tasche. What? Hmm? You think about dog biscuits? Kuchen in der Tasche. Und da hat die Qualifikation auch schon begonnen. 23 Fahrer haben wir heute am Start und fast alle sehr bekannte Namen. Wie immer 2 schnelle Runden hier in der Quali und wir schauen mal, wie sich unsere Jungs hier schlagen. Tommy und Ben sitzen noch an der Box, die müssen aber auch jeden Augenblick rausfahren. Und während Ben immer noch an der Box steht, hat John Stevens, unser aktueller Championship Zweiter, und Tamas Bartai, unser Championship Leader, schon fast die erste Runde beendet. Und auch Tommy ist inzwischen auf der Strecke unterwegs. Hey, Howard. Und schlussendlich ist jetzt auch Ben auf der Strecke, während jetzt hier Tamas zum ersten Mal über die Linie kommt. Aktuell Keith Horner auf Pole, Tamas auf 2 und John Stevens auf 3, Manning P4. Und da hat sich auch Miguel Morland vorne reingeschoben. I'll be slow though.
don't expect to be watching someone battling for the... Und da kommen die Jungs jetzt ein zweites Mal über die Linie. Aktuell Byron P6 und Tommy So they're P8. not going to be battling with Tamas and... John Stevens auf Pole vor Tamas Bartfrei und Keith Hörner. Miguel Morland schiebt sich jetzt auf P3. Und da kommt jetzt auch unser Ben das erste Mal Richtung Ziellinie. 1,30, P12 direkt hinterm Tommy. Thomas Willershausen hat keine gezeitete Runde geschafft. I think 42, 44 or something, I think. I wasn't there at the very end. I'll check in a minute. Da ist Tommy hier in der zweiten Runde noch auf P5 nach vorn gefahren. Top. Not as much as John Stevens on like pole 60 in or something. front of Tamas Two splits Bartfrei. of 30. Ay. And Miguel Morland on P3. But I think Miguel Morland don't survive the race. As always. Yeah. Keith Hörner on P4 and our Tommy P5. Und als letzter kommt jetzt Ben über die Ziellinie. P7 Top Ausgangsposition. Okay Ben, P7. Right behind Tommy. Top. I knew I messed up for the second lap. Race is long. You collect the victims. Hopefully. Ben, you're right behind me. Oh, I need to catch you guys. Oh, I just got knocked out in the top 10. Where is Mr. Willershausen? Oh, Zum Schluss hat sich hier Joshua Gayman auf Pole Position geschoben. no qualifying this time? Nein, keine Quali. Keine Quali. Ein neuer Name hier in der Serie. Schauen wir mal, wie er sich im Rennen schlägt. Don't forget race fuel and everything else. Yeah. Spotter and That's it. race fuel. And good luck and have fun. Yeah, good luck, boys. Don't forget that. Don't forget that. That's the most important. Have fun. Yeah, exactly. Good luck, everyone. Oh dear, this is gonna be interesting. Good luck, guys. Well, yeah, Joshua. Interesting, it's interesting, is it? First lap here. Good luck. Oh, I don't want to So how start. 23, so 46 or 47 registered, I don't depending on know. whether there's 24, 23 in the I'm afraid. So yeah. Let me just There are so 100% many check. guys behind me, like Ben Summers and Byron Long, all those English. Battle Und of wie immer Britain. macht sich das Feld jetzt hier bereit. Okay then. English I- fighter Und jeden races. Augenblick I will müsste mute dann auch myself gleich in die Ampel this part, erscheinen. so good luck, have fun, guys. Okay, Yeah, quite good luck. quiet. Okay. Am Ende hat sich Joshua Gayman hier noch die Pole Position Not that we gesichert. really talk. Vor John Stevens, Tamas Bartfrei, Miguel Morland, Keith Hörner und Thomas Silbernagel. Thanks, Howard. Nah, it's probably more my swearing and cursing. Das 11. Rennen der Saison ist startbereit. 10, 9, 8, Right, here we go. Sunday, 6, 1979 at 4, Silverstone. 3, 2, 1. 25 laps. Qualified P7. Grüne Flagge und die wilde Jagd hat begonnen. Sofort schießt hier Joshua Gayman in Front, dahinter John Stevens und Tamas Bartfrei kämpfen um P2. Seite an Seite geht sie in die Kurve und da kracht es auch schon. Cars everywhere. Oh nein, da hat es richtig gescherbelt und auch Miguel Morland musste da weit gehen. John Stevens schlägt da rückwärts ein. Werden wir gleich mal schauen, was da passiert ist. So wie es aussieht, kann Tamas Bartfrei weiterfahren, fällt aber bis ans Ende des Feldes zurück. Second race in a row. John Stevens, and then we have Tamas Bartfrei, actually the championship leader, and here John Stevens. First corner and the two championship leader crashed into each other. John Stevens out, and also. Oh, da geht ja gut los. Tamas Bartfrei out, so. But Tamas car seems to be okay and he can continue. Oha, die zwei Jungs, die hier um die Championship kämpfen, fahren in der ersten Kurve schon ineinander. Ein sehr, sehr wilder Auftakt. Ganz vorne in Führung Joshua Gayman vor Keith Hörner. Come on, cold tires. Get nice on board. Emilio F. Garrido auf P3, unser Ben auf P4. Nice to take a holding action, John. That's terrible. Und Miguel Morland hat sich auf P5 gerettet, dahinter unser Tommy. Und durch den Zwischenfall konnte Joshua vorne schon über eine halbe Sekunde auf den Rest des Feldes rausholen. Einen absoluten Raketenstart hat auch unser Byron hingelegt. Von P11 kommt, hat er sich direkt gleich in dem Startgetümmel vor unserem Tommy gesetzt und kämpft jetzt hier mit ihm um P7. Oh, da muss er ein Stück weit gehen. Tommy setzt dann Angriff, aber Byron gibt noch nicht auf. Und während die zwei Jungs hier kämpfen, hat man weiter hinten im Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin.
One lap in the books. Okay, next incident. Russell Hamilton tried to overtake Lewis Alexander. Oh, that hurts. Then both cars crashed into each other. That was scary. Oh, there are some spare parts. Russell can go on, but Lewis must make a pit stop for repair. So wie es aussieht, hatte Russell Glück und konnte weiterfahren. Nur Lewis Alexander musste an die Box zum Reparaturstopp. Und hier vorne im Mittelfeld scheint sich jetzt ein munterer Kampf zu entwickeln. Matthew Cockerham auf P11, vor ihm Robert Simpkins, P10, P9 haben wir dann Manning Brennan, P8 Byron Long und P7 unser Tommy. Eine schöne Kampfgruppe, nach vorne zu Jason Krakowiak klappt schon eine kleine Lücke. I just caught the car snapping. Da haben wir bis auf den Zwischenfall in Kurve 1 und den kleinen Zwischenfall mit Russell Hamilton bisher ein sehr, sehr sauberes Rennen. Unsere Jungs sind alle richtig gut ins Rennen gestartet. Allen voran natürlich unser Ben auf P4. Dann haben wir unseren Tommy auf P7. Byron nicht weit dahinter auf P8. Und auch Thomas Willershausen hier am Ende des Feldes ist zwar ruhig gestartet, ist aber richtig gut ins Rennen gekommen und schon hinten dran. Und da haben wir unseren Don Runkle, der hier gegen Adrian Tirado kämpft und da jetzt auch sauber dran vorbeigeht. Top-Überholmanöver. Vor ihm Tamas Bartfei, der Championship-Leader. Wir haben ihn hier im Bild. 3,5 Sekunden vor Don Runkle. Ist schon wieder mächtig am Aufholen und versucht sich nach vorn zu kämpfen nach seinem Zwischenfall in der ersten Kurve. Wird ein weiter Weg, während direkt vor ihm unser Freund aus Brasilien, Kleber Botaro Mora. Die Plätze 15 und 16 direkt vor den zwei Jungs auf P14, Ricky Hardin. Ein neuer Name, habe ich bisher auch noch nicht hier in der Startaufstellung gehört. Tamas war ja nach seinem Startunfall bis auf P23 ans Ende des Feldes zurückgespült worden und liegt jetzt hier schon wieder auf P16. Und da geht er jetzt auch an Kleber Botaro Mora vorbei. Da hat Kleber aber auch fair mitgespielt und macht da ordentlich Platz. Tommy ist inzwischen hier auf Jason Krakowiak auf P6 aufgelaufen und versucht jetzt an ihm vorbeizugehen. Noch kann sich Jason wehren. Direkt dahinter lauern Byron, Manning, Robert und Kurt sowie Matthew auf ihre Chance. Sorry, Ben. Oh, und da steht Qualm. Da ist irgendwas passiert, müssen wir gleich mal schauen. Ich glaube, da war auch unser Ben mit drin involviert. It's Miguel Morland behind our friend Ben Yeah, I Summer. didn't realise he was going to go for that. But you went a little bit wide on this one. And then Yeah, but unfortunately, Gell was nowhere near alongside. That gave me wheel damage and the rear was damaged a little bit. So wie es aussieht, hat unser Ben den kleinen Zwischenfall wohlbeschadet überstanden und liegt hier immer noch auf einem sehr, sehr guten 4. Platz. Auf P2 weiterhin Keith Turner vor Emilio Fernandez Garrido und Joshua Gehman vorneweg. Hier im vorderen Mittelfeld die Kampfgruppe. Jason Krakowiak scheint da die Jungs etwas aufzuhalten. Vorne Miguel Morland ist da schon mehr als 3,5 Sekunden weit weg von der Gruppe. Da muss Tommy jetzt so langsam vorbei, wenn er den Anschluss nicht verlieren will. Jetzt der nächste Angriff, Seite an Seite. Und da kommt Tommy jetzt ein bisschen weit. Muss da einen größeren Bogen machen und sofort ist unser Byron zur Stelle und versucht da anzugreifen. Shit, sorry, Tommy. Sorry, Tommy. Sorry, mate. Manning Brennan versucht da jetzt Byron anzugreifen, aber auch Robert ist da zur Stelle und Matthew Cockerham lauert direkt dahinter. Jetzt kommt unser Byron ein kleines bisschen aus dem Tritt und ist straucheln. Tommy damaged the Patrick. Manning und Robert sind da schon durchgeschlüpft und auch Matthew versucht da anzugreifen, aber Byron wehrt sich. Car's okay. Christo habe ich hier auch schon lange nicht mehr im Grid in der Sunday Grand Prix Series gesehen. Umso schöner, dass wir ihn heute hier wieder mit am Start haben. Er liegt hier auf dem 13. Platz mit Anschluss nach vorn. Direkt vor ihm Kurt Klapper.
knapp eine Sekunde hinter Christo. Tamas Bartfei, unser aktueller Championship-Leader, der in Kurve 1 diesen Zwischenfall hatte und sich jetzt wieder von ganz hinten durchs Feld nach vorn kämpft. Liegt hier inzwischen auf dem 14. Platz. Und wie ihr seht, ist da noch eine ganze Menge drin. Unser Byron versucht inzwischen wieder ein Stück nach vorn zu kommen und greift Robert Simpkins an. Und ganz vorn an der Spitze des Feldes, alles beim Alten, Joshua Gehman weiterhin knapp eine Sekunde vor Keith Turner, Emilio Fernandez Garrido und Miguel Morland. Unser Ben inzwischen auf P5, müsste sich Miguel Morland geschlagen geben. P6 haben wir dann unseren Tommy, der inzwischen an Jason Krakowiak vorbeigehen konnte. Und sofort hat er einen kleinen Gap rausgefahren. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt mal hin. There's the next one, Ricky Harden. Whoa, 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 careful. Oh, oof. But Ricky Harden here with a very late break in here, and yeah, try not to hit Don Runkle. Our Skeletor was so lucky that Ricky don't clear him. Und kaum haben wir den einen Zwischenfall abgearbeitet, dann segelt hier auch schon der nächste durchs Bild. Adrian Tirado, Vorsicht, dass er dann nicht noch unseren Uwe Zielbauer abräumt. Inzwischen sammelt Russell Hamilton von hinten die Opfer auf, ist inzwischen schon wieder auf P19 nach vorn gefahren. P18 Ricky Harden, P17 haben wir dann unseren Thomas Willershausen, ein sehr, sehr sauberes Rennen bis hierher. Vor ihm Skeletor Don Runkle, auch ein Top-Rennen heute. P15 haben wir dann Kleber Botaro Mora und vor ihm klafft dann schon eine Riesenlücke zu Tamas Bartfei, unserem aktuellen Championship-Leader. Oh, und unser Byron ist ja immer mehr am Straucheln. Er scheint hier immer mehr zurückzufallen. Sowohl Matthew Cockerham als auch Kurt Klopper sind an ihm vorbeigegangen und jetzt muss es da auch noch einen weiten Bogen gehen. Sowohl Christo Chinmay als auch Tamas Bartfei sind direkt an ihm noch vorbeigegangen. Damit ist Byron bis auf P14 zurückgefallen. Innerhalb von 1,5 Runden 6 Plätze verloren. Sehr, sehr schade. Nächster Zwischenfall schalten wir direkt hin. Next one here, oh. Ricky Harden again. Again. Oh, watch out. Oh, I would say that's a proper save, huh? 360 par excellence, yeah. That's sort of my level of 360. Well done. Bis auf die kleinen Zwischenfälle am Start haben wir bisher heute ein sehr, sehr sauberes und schönes Rennen. Die ersten 3 hier vorne an der Spitze können sich jetzt schon erheblich vom Rest des Feldes absetzen. Inzwischen haben sie fast 5 Sekunden Vorsprung vor allen anderen. Allen voran natürlich Joshua Gehman, der hier nur als 21. auf der Wertung steht mit 1300er I-Rating, aber da sieht man mal wieder, dass I-Rating nicht unbedingt viel aussagt. Oh, finding a full damage. Second. Oh, und so wie es aussieht, hatte da unser Ben irgendwo einen kleinen Wackler und Tommy ist an ihm vorbeigegangen. Damit ist Ben von P4 inzwischen auf P6 zurückgefallen, was hier immer noch eine Top-Position ist. Das Feld geht jetzt in Runde 8 von 25 und alle unsere Jungs sind noch recht solide im Rennen. Auf P5, wie gesagt, Tommy, P6 unser Ben und auf P14 unser Byron. P17 haben wir dann Thomas Willershausen und alle Jungs bisher unfallfrei durchgekommen. Irgendwo muss auch Robert Simpkins einen kleinen Wackler gehabt haben. Und er ist hinter Matthew Cockerham, Kurt Klopper und Christo Chinmay auf P12 zurückgefallen und kämpft jetzt hier mit Tamas Bartfei, der unbedingt wieder nach vorn will. Alles im Allen ist die Gruppe hier aber immer noch sehr, sehr kompakt zusammen. Da haben wir mal wieder ein sehr, sehr schönes und enges Rennen hier und auch vorne an der Spitze wird gekämpft. Tamas greift jetzt an, wird jetzt hier auch am Robert vorbeigehen und auch Byron versucht da gleich mit durchzuschlüpfen, aber Robert macht dazu. Nach hinten zu Kleber haben die Jungs fast 10 Sekunden Luft, da passiert erstmal nicht viel. Ja, da verliert der Ben ohne Ende in der Kurve. Scheißdreck. Ein Stück weiter hinten hier kämpft sich Thomas Willershausen langsam an Don Runkle ran. Oh, die ersten 3 sind mal richtig nah zusammen da vorne.
Mal schauen, das wird auch noch einen schönen Zweikampf geben. Und auch vor den Jungs, Kleber Botaro ist mit 2,5 Sekunden da gar nicht so weit weg. Ein sehr, sehr sauberes und solides Rennen von Don Rangel heute bis hierher. Aber auch das Rennen von Thomas direkt hinterm Don kann sich heute mehr als sehen lassen. Gemütlich von ganz hinten gestartet, hat er bisher keinerlei Fehler gemacht und liegt jetzt hier Ja, schon auf Norlands. P17. Der fährt mir weg, 6,6 Sekunden. Ich kann nicht dran. Das heißt, 6 Fahrer schon hinter sich Die gelassen. ersten 3 liefern sich ein richtig geiles Rennen offensichtlich. Keith Turner hier vorne auf P2 gerät jetzt immer mehr unter Druck von Emilio Fernandez Garrido, der heute auch ein sehr, sehr gutes und vor allen Dingen sehr, sehr sauberes Rennen bis hierher hat. That's the corner, does me. Insgesamt ist das komplette Podium hier noch sehr, sehr dicht beisammen und auch Miguel Mordan kann da von hinten wieder aufholen. Also Long ist auf 14 unterwegs. Tommy hat inzwischen fast 10 Sekunden Abstand nach vorn und auch unser Ben verliert da so langsam den Anschluss an Tommy. Da liegen schon 2 Sekunden dazwischen. 3 Sekunden dahinter Jason Krakowiak, Manning Brennan, Christo Chinmay und dann eine Lücke zu Matthew Cockerham, Kurt Klopper, Tamas Bartfei, Robert Simpkins und Byron Long. Robert versucht da den nächsten Angriff und auch davor Kurt Klopper versucht da jetzt an Matthew Cockerham vorbeizugehen. Wilde Zweikämpfe. Im Hinterfeld gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Oh, Ricky Harden again. Mike, how you doing? Another 360. Come on, give it to us. Yes. Now he's just a show off. Yeah. Just got a little bump from behind from Miguel Morland early on, which is just Und Matthew Cockerham fällt jetzt hier immer mehr zurück. maybe a second, maybe not quite. Nachdem Kurt Klopper an ihm vorbeigegangen ist, hat es jetzt auch Tamas Bartfei geschafft und hat sich an Matthew vorbeigedrückt. Damit Tamas Bartfei inzwischen auf P11 wieder angekommen. Far off me. Und da hat sich Robert eben in der Kurve ein kleines bisschen vertan und sofort ist Byron durchgeschlüpft und wir hatten den nächsten Zwischenfall. Schauen wir uns direkt an. Adrian Triado. Adrian too fast into the corner and a nice 360. Also a new name here. Oh, be careful here. Do not come back to the track. Okay, so it's a mess. Nothing happened and Adrian can continue. Inzwischen hat sich da auch irgendwie Christo Chinmay durchgemogelt und liegt schon auf P9. Und hier Byron geht jetzt an Matthew Cockerham vorbei. Damit ist Byron wieder auf P12 nach vorn gefahren. Ein tolles Rennen von ihm heute. Losing a little bit. Touch Cockerham on the outside exit door. Which is annoying, because if I didn't have any damage, I'd probably be pulling away from them. Da fällt Matthew auch der Seitenkasten. Der ist vorhin einfach so abgefallen. And I would have battled with Thomas when he got to me. Just couldn't seem to catch him back. Unser Byron kann sich da sofort ein kleines bisschen von seinen Verfolgern absetzen. Unser Leader Joshua Gaiman befindet sich in Runde 12 von 25. Also gehen wir jetzt Richtung Halbzeit. Und direkt hinter ihm hat es jetzt Emilio Fernandez Garrido geschafft und ist an Keith Turner vorbeigegangen. Damit haben wir hier vorne eine neue Reihenfolge. I'm sure when you've got a little bit of damage, it just takes slightly longer to get up to speed. Fraction. Not much though. Joshua Gaiman P1, Emilio Fernandez Garrido P2, Keith Turner P3, Miguel Morland P4 und Thomas Silbernagel P5. Miguel Morland heute mit einer starken Performance und hat auch heute seine Un- und Ausfallquote etwas besser im Griff. Nächster Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. 4 Sekunden nach hinten auf den Ben Summers. Immer noch 7 Sekunden und 9 Sekunden nach vorne. Also das ist für Fahren dieselbe Pace ungefähr. Ricky Hardin again. Ui. Ja. Oh, it's a variation, I would say. It's a variation. Yeah, I think that's full record Brown for Russell. There's a lot of grass in the cockpit now. Wir sehen heute hier sehr, sehr viele Dreher im Feld.
Jetzt gibt es hier einen Angriff. Manny Grillham versucht da an Jason Krakowiak vorbeizugehen. Und auch Christo Chinmay ist da direkt dahinter zur Stelle. Die Plätze 7, 8 und 9. Nächster Zwischenfall. Wir schalten hin. Okay, so let's take a look. Adrian Tirado, the next 360. Ai. But nothing happened here. Adrian loses a lot of time, but he can go on. Joshua 11 Sekunden Jason's vorne. never back Mann, on I think behind. Manning is the other guy behind. They're in the battle, aren't Und Manning hat es jetzt auch geschafft und ist an Jason vorbeigegangen, der direkt hier wieder unter Druck gerät von Christo Chinmay. Oh, und da hat sich Jason auch ein bisschen vertan, muss weit gehen und sofort setzt Christo einen Angriff und geht da innen durch. Sauber gemacht. Ungefähr Halbzeit jetzt. Ein Stück weiter hinten kämpfen Don Runkle Jr. und Thomas Willershausen um die Position. I can see the cars. Oh, Joshua Grayman lost P1. Oh, da haben wir es gerade vom Tommy gehört. Da gab es an der Spitze einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin, während hier Don Runkle ein bisschen weit geht und sofort Thomas zum Angriff ansetzt. Oh, und da kommt Don ein bisschen ins Straucheln. Nächste 360. Here it is, Joshua Gayman on P1 at Horton. Yeah. Code Dark Brown. Sorry, you'd have had a blood. Yeah. I think he's in a motion rig. Okay. Oh. Let's go That's if you want. also. Yeah. You have to be careful on this. You can get damage. You can get damage on the wings or on the undercarriage of your car. Yeah. Ein wilder Ritt von Joshua durch die Botanik. Das hat Emilio Fernandez Garrido jetzt an die Spitze gespült. Joshua konnte sich auf P3 wieder einreihen und wir schauen uns jetzt gleich nochmal den Ausrutscher von Don Runkle an. Okay, we have Don Runkle here. Oh no! Come on. Skeletor led too much room for Thomas. Yep. He comes on curb and that's it. Yep. Exactly. Don's very respectful. Yeah. Und hier vorne die Spitzengruppe hat sich durch den Zwischenfall von Joshua wieder ganz dicht beisammengeschoben. Wobei Emilio schon einen Vorsprung von über 1,5 Sekunden hat. Aber Miguel Morland konnte seinen Rückstand da komplett zufahren. Weiterhin auf P2 Keith Turner, P3 Joshua Gayman, P4 Miguel Morland und P5 unser Tommy. Die Jungs befinden sich hier aktuell in Runde 15 von 25. Also haben wir immer noch 10 Runden zu gehen. Christo. He's taken Manning. Und wir haben den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Lap 15, Mr. Byron Long here with car number 19. So what happened here? Oh no! Just too aggressive with the steering input on the left-hand turn. You have to be gentle. Yeah. You have to be nice and gentle. Smooth operator. Schade, bisher lag Byron auf einem mehr als soliden 12. Platz. Oh, und unten haben wir es gerade noch in Tommys Switch gesehen. Da hatte auch Tommy einen kleinen Dreher, das müssen wir uns direkt jetzt nochmal anschauen. Oh, my tires! Er liegt hier immer noch auf P5, doch plötzlich liegt Ben direkt hinter ihm. Unglaublich, eine wilde Dreherparade heute hier. So viele 360s in einem Rennen habe ich selten gesehen. Oh no! Da ist Ben wieder! Oh, Thomas Silvernagel hier. 60 hours, first corner. Whoop. Yeah. I would say 10 out of 10 points for this. Yeah, I like it. I like it for sure. Und durch den Zwischenfall ist unser Ben natürlich jetzt ganz dicht dran. Christo Chinmay hinter Ben ist schon 4 Sekunden weit weg. Endlich mal wieder ein Top-Rennen für unseren Ben, das freut mich sehr. Oh, thank you, I had a fully working car. Still, we'll drag this car around with me. Seit seiner akrobatischen Flugnummer in Spa war beim Ben ein bisschen der Wurm drin.
Doch jetzt scheint es wieder gegen Ende der Saison recht vernünftig zu laufen. Ungesehen von unseren Kameras konnte Christocin mal auch jetzt an Manning Grinnen vorbeigehen, der hier unter Druck gesetzt wird von Kurt Klapper auf P9 und Jason Krakowiak auf P10. Dahinter Tamas Bartfei liegt immer noch auf dem 11. Platz und hat es noch nicht geschafft, an Jason vorbeizugehen. Ein mehr als spannendes Rennen heute mal wieder hier um die Plätze. Und auch ganz vorne ist noch nicht aller Tage Abend. Oh, und unser Byron hatte da den nächsten Zwischenfall. What happened, Byron? Just miscalculated Cleaver going in the Oh. Okay. broke too early. Das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Wir schalten direkt hin. Yeah, I didn't hear anything. Oh. Byron again. Oh, Mr. Kleber, is he? Yeah, it was early. Yeah, that was when I thought he was going to break a bit later. He was making you nervous, I think. Yeah, he was a little bit, which I don't think was deliberate. Just a little hot-blooded. Da verliert er Ben in der Kurve immer. I see an evil pen. Da muss man sagen, sehr, sehr viele Ausrutscher und Zwischenfälle heute quer durchs gesamte Feld. I see a silhouette of a man, Scaramouche. Absolut blitzsauber unterwegs heute unser Freund aus Schweden, Thomas Willershausen, der direkt verfolgt wird von Byron. Can he let his balls dangle? Yep, wiggle, wiggle. Thank you, Adrian. Thank you. Vor den Jungs Tamas Bartfei hat es jetzt endlich geschafft und ist an Jason Krakowiak vorbeigegangen. Befindet sich somit wieder in den Top 10. Allerdings ist nach vorne jetzt noch ein ganzes Stück weg. 1,6 Sekunden Abstand zu Kurt Klapper auf P9, der hier mit Manning Grinham um P8 kämpft. Oh, und da steht Qualm. Da gab es den nächsten Zwischenfall. Unser Ben, das müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen. Wir schalten direkt hin. Oh, Ben. Tires are getting too hot. Okay. Oh. I think Ben just wanted to impress everybody by his stylish skid. With his tire smoke here. Yep. Where's Ben? Ben's Drift Show, ja. Ach schade, da scheint auch unser Ben jetzt ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen zu haben und fällt bis auf P10 zurück. Ben ist weg. Ben ist zurückgefallen. Und wir hatten weiter hinten im Feld noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Während sich Joshua schon wieder auf P2 nach vorn gekämpft hat, vorbei an Keith Hörner. So, Kleber Botaro right now. Oh. Kleber loses his car. The next nice 360. It's overtaken by Thomas Willershausen and also Byron. Yeah. Me on the charge. And also, who is it? Don Runkle. Emilio hat inzwischen einen Vorsprung von über 3 Sekunden. 20 seconds away. Und weiterhin im Feld hat es schon wieder gekracht. Das schauen wir uns direkt gleich mal an. Next one here. Adrian again. Tirado. Oh. Back on it. Ouch. Oh, that hurts. Oi. Okay. You could say you don't have to be finished to finish in the wall. Und gleich noch einer hinterher. Manning Grinham here. Oh, careful on the throttle. Yeah, a classic. If you see the tire marks here, he's not. He's already practiced that. A nice 360, but nothing happened and Manning can go on. Und durch den Dreher ist Manning bis auf P11 noch hinter Ben Summers zurückgefallen. Zum Glück gibt es hier in Silverstone genug Platz für so viele wilde Dreher und Pirouetten. Weit ist es nicht mehr. Knapp 5,5 Runden haben wir noch zu gehen. Ach, so 20. von 25 Runden, ne? Ihr habt gehört, Runde 20 von 25. Byron hat jetzt so langsam wieder seinen Rückstand zu Thomas Willershausen zugefahren. Und auch direkt davor, Robert Simpkins kämpft hier immer noch mit Matthew Copperham um P12. Matthew fehlen da schon seit längerem ein paar Teile an seinem Fahrzeug. Man sieht es da an der Seite, der halbe Seitenkasten ist weg.
Aber Robert findet da irgendwie keinen Weg an Matthew vorbei. Ein schön großer Abstand nach vorne. Und so wie es aussieht, bereitet Robert da jetzt den nächsten Angriff vor, geht dann nach außen, versucht sich da vorbeizudrücken und da kommt zu einer leichten Berührung. Oh. Und da hat sich auch Matthew eingedreht und geht fliegen. Byron hat da einen Schockmoment gehabt und musste weit gehen, musste gleich ein bisschen abreißen lassen Richtung Thomas Willershausen. Zum Glück kann Matthew da weiterfahren, das werden wir uns direkt gleich nochmal anschauen. Oh, Matthew Cockerham here. It gets scary. Matthew on the inside and on the outside it's Robert Simpkins. It's a contact, it's... Yeah, it's Touchy. No Touchy touchy. touchy front, touchy back and then Matthew Cockerham. Ja. Und hier sehen wir den nächsten Fallenwolken, da gab es den nächsten Zwischenfall. Oh, während hier der Führende fliegen geht. Emilio rutscht hier ins Aus und die Plätze 1, 2, 3 gehen an ihm vorbei. Where did they put it? Emilio Fernandez Garrido on lap 21. He was the leader and lost the... Oh no. And then he lost the podium and ended up at P4, right? Yeah. The next 360. Wow. Und dadurch hat jetzt Joshua Gayman wieder die Führung übernommen und wir schauen uns den anderen Unfall auch gleich nochmal an. Okay, next incident. So yeah. Manning Grinning here. Oh, zack. Manning loses his car again, but nothing happened and he can go on. Yeah. Willerhausen, I'm coming for you. Ich muss ehrlich gestehen, so viele Dreher und 360s in einem Rennen habe ich bisher noch nicht gesehen. Dafür haben wir sehr, sehr wenig Ausfälle. Is that so? Byron verfolgte immer noch Thomas Willershausen, die Plätze 13 und 14. Ein tolles Rennen für Thomas Willershausen heute. Oh, und direkt dahinter hier gibt es jetzt einen Kampf um P15. Don Runkle geht da außen an Matthew Cockerham vorbei. Ein tolles Rennen heute von Don Runkle bis auf den kleinen Dreher. Super gemacht und weit hat er es ja nicht mehr. Wir befinden uns in Runde 22 von 25. Hier hinten auf P18 Russell Hamilton. Wohl 3 schneller gefahren, der Hintermann. Car can't be too badly damaged. We'll get a decent. Auf P19 Kleber Botaro Mora und P20 Uwe Zielbauer. I was hoping it would go away. Will damage. Will damage the back end. Nothing minor. Jetzt haben wir es, Top 10. Sehr gut. An der Spitze weiterhin Joshua Gayman in Führung. Hat sich nach seinem kleinen Ausritt durch die Botanik wieder an die Spitze gekämpft. Begünstigt auch durch den kleinen Ausritt von Emilio Fernandez Garrido. Auf P2 weiterhin Keith Turner, P3 Miguel Morland und wie gesagt P4 Emilio, der da 3 Sekunden hinter den Jungs liegt. Da geht nicht mehr viel, denke ich mal. Oh, what happened to Rob? Wichtige Kurve, irgendwie verloren. Oh, und da steckt Robert in der Mauer. Runde runter. Ach, schade. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. That corner's a bit dicey. Ford me around the outside again, eh? Robert Simpkins here. Oh yeah. Oh, that's good. Oh, that's a hard One fourth error. Yeah, I didn't get first why it happens, but now you see it's like too much curve. Yeah. You've got to be careful with that first right-hander and Maggots Beckett's. Yeah. It's, hard impact on the back left side. Ja. Ach, sehr, sehr schade. Da hat unser Robert den nächsten Ausfall zu verzeichnen. Während Byron und Thomas jetzt hier wie wild um die Position kämpfen. Ein toller Fight. Luckily the setup is quite safe, so that helps. Around the corners, it kind of sticks. Oh, unlucky Jason. Der Christo, der kommt langsam ran. Und dann kommt die Zeit aus. It's car only 3 seconds up the road. I know I can't, probably not enough time. Und Tamal Sportfei liegt hier plötzlich auf P7. Da hatte unser Kurt auch einen kleinen Zwischenfall. Das schauen wir uns direkt nochmal an. Kurt Klapper here. Oh, careful. Oh. It's the first corner, yeah. It's Kurt here, another nice 360. But nothing happened and he can go on. Yeah, it would have been fun to Kurt Klapper on P7. finish, but So many 360s today. Yeah. clap up. I don't know if he's got damage or not.
Und da eröffnet Joshua Gaiman, unser Leader, auch schon die letzte Runde. Direkt vor ihm Kleber Botaro Mora, der da noch mit Ricky Hardin um die Position kämpft. Und da macht Kleber auch schon Platz und lässt hier die Führungsgruppe vorbei. Ein sehr, sehr vorbildliches Verhalten. Er steckt hier seine eigenen Ambitionen zurück. Letzte Runde. Das ist das Schöne hier an der Community. Durch den Zwischenfall am Anfang des Rennens konnte weder John Stevens noch Thomas Bartfrey heute so richtig viele Punkte machen. The old layout's the best layout. Und der Kampf um die Krone wird dann in den letzten beiden Rennen ausgetragen. Und wie scheint, hat auch Miguel Morland seine Ambitionen auf P2 noch nicht ganz aufgegeben. Allerdings denke ich mal, ist er ein kleines bisschen zu weit weg von Keith Turner und Keith wird das bis ins Ziel bringen. Da geht er nochmal richtig weit im Hohlschwung. Und nächste Woche sind wir dann in Bathurst zu Gast, einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Das wird auch eine wilde Raserei werden. Das Abschlussrennen bildet dann abermals ein Rennen hier in Großbritannien, Brands Hatch. Und dann geht eine super, super schöne, aber auch sehr lange und ereignisreiche Saison zu Ende. Joshua Letz auf den letzten paar Metern. Und dann hat er es geschafft. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch hier, Premierensieg. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht auch an Keith Turner auf P2 und Miguel Morland auf P3 sowie Emilio Fernandez Garrido auf P4. Oh nein! Wir haben es gerade gehört und hier sehen wir es auch. Thomas und Byron hatten da einen Unfall. Okay, Thomas, did I get you? So wie es aussieht, kann Thomas das Rennen beenden. Hi guys. Byron? Yep. No. Oh. Yeah. It's happened here. Yeah, and a net code. What's too bad. Yeah, again, I was going for that outside move. Did I hit him? Yep. Had it. Yeah, Did I hit Thomas? yeah, you hit me. Ah, sorry. Und wie ihr oben im Replay seht, war das Netcode. I thought I was far enough on the outside. Ooh, there we go. P9. Tommy P5, top result. Thank you. Congrats. Well, we really pushed you and me, Byron, so I'm okay with that. Oh. You didn't lose some positions, did you guys? Thomas didn't, thankfully. No, Thomas, that was an epic battle, man. I'm just so sorry that we made contact, dude. Thomas, save a good result. B12 ist... Das werden wir gleich in der Crash-Analyse alles nochmal Oh, aufarbeiten. dear. Hallo Tommy. Hi. Hey, I'm racing low as old. Ja, war ein eher langweiliges Rennen, so. Das ist so stressig und langweilig. Und Byron haben wir jetzt in der letzten Runde gecrasht. Oh nein, echt jetzt? Oh, mein Telefon liegt da hinten. Ich muss mal eben mein Telefon holen, das liegt hier. Yeah, I noticed my line through the the last couple of corners, they're completely different from literally everyone else. Byron is missing in action. Yeah, nothing for you, Tommy. I got Nico Wigwell give me a punt from behind, and I damaged. Probably lost to me half a second. Oh, So I couldn't fight you. Congratulations. Byron. Byron has the three-wheeler. Yeah. Byron. Timer. I don't know what my new work is Yeah, going to be. I thought we had fun, so that's racing incident, but still we had fun. We had really fun. Yeah. okay. We make a Just crash chat on analysis Discord, and look chat on- what happened there. I'm just gonna Yep. cut out Discord. Hey guys, if you want to join us on my Twitch, we will make incident review. Oh, there is Byron with his broken car. All the action. But first of all, we'll check in on the results. Could have been better, could have been worse. Try and get. There we go. Okay, where is it? There was a huge crash in the first corner, I think. Yeah. Tommy, you get the best result that was possible. Oh, Yeah. the There was a huge- Germans won the Battle of Britain.
I think Miguel Morland won the battle. Miguel Morland, huge apologies to Ben. That did not work 100% for my bad. Okay. Yeah. Byron, Yeah? that was netcode. Oh, fuck off. Yeah, netcode. Oh, Yeah, what a yeah, shame. yeah. Oh, man, that was such an epic fight. Yep. Sort it. You get an epic cutscene in the highlight. Okay. As P5, it's okay for me for a track I do not like, and yeah. The main Top 5 is almost a good result. my main task was to beat Ben, to be faster than Ben. But it was also a cool race from Thomas Willershausen. It's a clean race until the special fire. No. It was the strategy I said. Collect the You victims. know, Raider's coming over, Thomas. Oh, thank you. Oh, I must finish the video clip. We must Okay. say goodbye to our viewers. It was another epic race. Thank you for watching. And till next week. Bye bye. Okay, bye. Bye. Have a good day. Good luck, everyone. Yeah, good luck, guys. Have a good one. First lap here. Good luck. Second race in a row. Nice to take boarding action, John. That's terrible. Ja, liebe Zuschauer, das Rennen heute war nicht weniger spektakulär wie letzte Woche. Natürlich ein wildes Garage heute hier und war wilde Dreher. Trotzdem hat all unseren Jungs richtig viel Spaß gemacht. Wollte ich mal sagen, schau mal auf die letzten beiden Rennen. Nächste Woche Bathurst. Verspricht so einiges. Freue ich mich schon sehr drauf. Würde ich sagen, bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Sorry, Ben. Sorry, Tommy. Sorry, mate. Sorry.
Great drive, team. Great drive. It's embarrassing it's been on the same corner twice in a row. Yeah, Keith, that was an awesome race, man. Wow, was not expecting to run this fast, but that's awesome. Congrats, Podium. Join us more often, Josh. Yeah, I don't know why I ever stopped. Great drive, Josh. You deserve that. Brilliant win. Man, top 3 made me earn it, that's for sure. All 4 of us today at the top 4 were pretty evenly paced. I had a bit of damage, but still I couldn't get close to you guys. Yeah, it was a heck of a lot of fun. Congratulations. Yeah, that was a fun race. The rest, and then Saturday and Sunday mornings. Excellent, Josh. It'd be nice to have you around. Ben, are you there? Ben Summers? Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.